Schweizer Aktien werden in Franken gehandelt. Damit hast du als Schweizer Anleger kein Währungsrisiko. Oder doch? Das schauen wir uns heute an. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Erinnerst du dich noch an den 15. Januar 2015? An diesem Tag hat die Nationalbank völlig überraschend die Wechselkursuntergrenze zum Euro aufgegeben. Der Franken ist innerhalb Sekunden massiv in die Höhe geschossen, kurzzeitig über 20%. Der Tag ist in die Schweizer Finanzgeschichte eingegangen und ist ein hervorragendes Beispiel, um den direkten Effekt von Währungsfluktuationen zu verstehen. Man kann den Effekt von einem aufwertenden Franken natürlich auch über lange Zeitraum anschauen, aber bei einem langen Zeitraum spielen dann auch immer andere Faktoren mit. Insbesondere auch die Anpassungsleistung der Schweizer Wirtschaft. Jedenfalls ist es am Schweizer Aktienmarkt gelungen, über die Jahre im Schnitt etwa 5% zuzulegen, trotz aufwertendem Franken. Kommen wir zurück zum Frankenschock vor 10 Jahren. Die SNB hat dazu eine interessante Untersuchung gemacht. Was ich spannend finde, ihre Auswertung zeigt sehr schön, dass die schlagartige Aufwertung von der Schweizer Währung auf Frankenobligationen nur begrenzte Auswirkungen hat. Egal ob Sovereign Bonds, sprich Eidgenossen, oder Corporate Bonds, die SNB meinte mit Schweizer Unternehmensanleihen. Das erstaunt nicht, sind doch beides nominelle Papiere, die in Franken verzinst und in Franken zurückgezahlt werden. Dafür sind Schweizer Aktien und Rohstoffe wie Gold, gemessen in Franken, stark gefallen. Das ist logisch. Die Rohstoffe werden nicht nur in der Schweiz gebraucht. Im Gegenteil, ihre Nachfrage ist global und sie werden ja in Dollar gehandelt. Und der Franken hat an diesem Tag ja gegenüber dem Dollar massiv aufgewertet. In der Summe sind die Aktien in Schweizer Franken also gefallen. Aber ist das schon das ganze Bild? Es lohnt sich genauer anzuschauen. Es kommt stark auf die Branche und auch den Titel an. Auch dazu hat die SNB einen super spannenden Chart gemacht. Man sieht dort nämlich, dass es an diesem Tag und in der Woche darauf an der Schweizer Börse Gewinner und Verlierer gegeben hat. Ein Gewinner war beispielsweise der Immobilienentwickler Swiss Prime Site. Die Zürcher kennen die Firma wegen Prime Tower. Dass der Aktienkurs von dieser Firma kaum reagiert hat, überrascht nicht. Ihren Umsatz machen sie in der Schweiz und die importierten Baumaterialien dürften sogar günstiger geworden sein. Am anderen Ende hat es zum Beispiel Swatch Herd getöpft. Dort sind die Verhältnisse genau umgekehrt. Die Produktion ist in der Schweiz und Verkauf mehrheitlich im Ausland. Sprich, die Kosten sind in Franken und der Erlös in Fremdwährungen. Das verhagelt den zukünftigen Gewinn. Die Marktteilnehmer haben es sofort eingepreist. Zwischen diesen beiden Extremen liegt Nestlé. Der Konzern ist ebenfalls global unterwegs, produziert aber auch viel vor Ort in den jeweiligen Absatzmärkten. Das Unternehmen hat sozusagen einen natürlichen Hedge und entsprechend ist die Kursreaktion in Franken weniger heftig gewesen. Wir können am Schweizer Markt das Kränzchen winden. Wir haben viele Global Players und alles in allem ist die Schweizer Wirtschaft sehr resilient. Der Schweizer Aktienmarkt ist kurzzeitig zwar abgerutscht, hat sich aber schnell erholt. Was heisst das jetzt für die Anleger? Erstens, einen kühlen Kopf bewahren, wenn es klopft. Zweitens, ein gewisser Homebias ist okay, aber bitte nicht übertreiben. Diversifikation bleibt wichtig, über verschiedene Titel, verschiedene Märkte und auch über verschiedene Anlageklassen. Bist du dir bewusst gewesen, dass man mit Schweizer Aktien ein Währungsrisiko haben kann? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.